einfach mal wieder raus. Das war unser Plan, als uns zu Hause die Decke auf den Kopf zu fallen schien. In den letzten Wochen hatten wir einfach extrem viel zu tun. Und trotz anfänglicher Bedenken, ob wir uns eine Auszeit aktuell überhaupt leisten können, packten wir unseren Benzi. Denn tief in uns spürten wir, dass wir diese Auszeit dringend brauchten. Also machten wir uns auf den Weg nach Belgien, zu einem Ort, der schon lange auf unserer Bucketlist stand und vor allem im Frühjahr ein Besuch wert sein soll. Dieses Aprilwochenende schien also perfekt dafür. Zuvor hatten wir überlegt, im Supermarkt bei uns um die Ecke einzukaufen. Dann dachten wir jedoch, warum nicht stattdessen in Belgien einkaufen? Das macht doch viel mehr Spaß, in den Supermärkten anderer Ländern zu stöbern. Wenn wir jedoch geahnt hätten, wie viel uns dieser Spaß am Ende kostet, hätten wir uns wahrscheinlich anders entschieden. Aber gut, Hauptsache wir konnten heute Abend auf dem Campingplatz was Leckeres zaubern. Okay, wie krass ist der Campingplatz? Ja, das ist schon 8,5 von 10. Direkt hier am Wasser. Richtig idyllisch. Überall wäre einfach ein Zaun so. Ja. Sehr cool. Es gibt einfach nichts Schöneres als Stellplätze direkt am Wasser. Wir freuten uns extrem darauf, den Flussgeräuschen zu lauschen. Noch dazu ist die Luft so unglaublich rein hier und es fühlt sich einfach nur toll an, nach über einem halben Jahr wieder unser Camping-Setup aufbauen zu können. Mir hat Henry zu Weihnachten diesen Schlafsack geschenkt. Ich muss sagen, der ist echt fett, aber ich denke, mir wird ausreichend warm damit sein. Ich denke auch. Der ist nämlich für Extremtemperaturen ausgelegt. Für Extremkörros. Eine richtige Frostbeule. Ich habe den auch schon getestet, also mal in der Wohnung, mich mal reingelegt. Es wurde echt sehr schnell warm. Das ist jetzt so die erste Nacht, wo du drin verbringst, ne? Ja, aufregend. Und während Henry an diesem frühen Abend unser Abendessen vorbereitete, kuschelte ich mich schon mal in das Zelt ein und versuchte, mein letztes To-Do für diese Woche fertig zu bekommen. Hausarbeit schreiben. Ja, nicht so cool. Ich würde gerade lieber entspannen, aber ich krieg das sicherlich jetzt in den nächsten Stunden durch. Und dann kann ich mich auch endlich ausruhen. Dafür habe ich mich aber hier richtig warm eingekuschelt. Ist gemütlich. Es gibt Tortellini mit Trüffeltomatensoße und Gurken. Das sieht ja richtig lecker aus. Hast du gut gekocht? Ich habe alles geknetet. Ich werde hier... Ja, genau. Solange ich an meiner Hausarbeit schreibe, werde ich richtig verwöhnt von Henry. Richtig lecker. Wir haben hier so eine Tomaten-Trüffelsoße. Die ist richtig gut. Ja. Hier hast du Strom. Wuhu! Lebensretter. Jetzt kannst du weiterarbeiten. Nice. So, das ist unser neues Update. 32 Volt und ab dafür. Wuhu! Jetzt sind wir nämlich auch autark unterwegs und haben Strom auf unseren Reisen. Das ist schon sehr cool. Wir zeigen euch mal morgen, wie wir das laden. Beziehungsweise unterwegs laden wir das an der Autosteckdose. Und wenn die Sonne scheint und wir stehen, dann mit unseren Solarpanel, die ihr schon mal in Italien gesehen habt. Am nächsten Morgen kam ich nur schwer aus dem Bett. Dreimal dürft ihr raten, wer bis 4 Uhr nachts an der Hausarbeit saß. Yep, it's me.
Beim Stehen und bei Sonnenschein laden wir die Blackbox über die Solarpanel. Funktioniert mega gut. Einfach hier angeschlossen und einmal da angeschlossen. Und dann kann ich über Sonne laden. Mit einem so extrem schönen Wetter hatten wir gar nicht gerechnet, aber wir waren darüber natürlich extrem glücklich. Das konnte nur ein guter Tag werden. Direkt nach dem Frühstück wollten wir uns auf den Weg zu unserem eigentlichen Ziel machen. Und da waren wir, im Hallerboswald, Belgiens blaues Waldwunder. Schon zuvor hatten wir Bilder im Internet gesehen und waren fest entschlossen, hierher zu kommen, denn der Wald erschien uns einfach märchenhaft und in der Realität war er sogar noch schöner als auf den Bildern. Dicht an dicht stehen die Bäume des Waldes in einem Teppich aus blau leuchtenden Hasenglöckchen, die ab Ende April, Anfang Mai blühen. Der Wald gilt als einer der schönsten Wälder der Welt und auch uns hat er ganz verzaubert. Wir sind jetzt ein paar Stunden unterwegs gewesen nach dem letzten Ausflug. Die Stellplatzsuche hat sich ein bisschen schwierig herausgestellt. Und zwar sind wir jetzt schon beim zweiten Campingplatz. Davor hatten wir erstmal was im Freien gesucht. Das war aber auch nicht so schön, beziehungsweise war besetzt. Dann waren wir bei einem Campingplatz, da konnte man nicht mit Karte zahlen. Wir haben kein Bargeld dabei. Und jetzt haben wir einen Platz bekommen. Das war anscheinend der letzte Platz. Aber sind jetzt auf jeden Fall froh, ein Plätzchen zu haben, gerade noch, wenn das Licht da ist, und genießen jetzt den Abend. Was machst du jetzt Leckeres? Gemüse mit Hirtenkäse und leckere Meerkäsewürstchen. Das hört sich gut an. Kann es kaum erwarten. Aber erstmal Prost. Das ist jetzt unser Stellplatz. Ist ganz schön, ne? Ja, für das, dass wir vor einer halben Stunde noch gar nichts in Aussicht hatten. Und Update, wir haben jetzt immer eine Campingkerze dabei. Nice. Schmeckt's? Schmeckt super lecker. Top. Everything is alright. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie hast du geschlafen? Super angenehm, 11 Stunden geschlafen. Check. Mein neuer Schlafsack ist einfach zu bequem. Ich bleib den ganzen Tag hier liegen. Was meinst Oh nee. du?
Ja, aber der Schlaf, sagt der ist echt next level. Genau das, was ich gebraucht habe. Hält super warm. Und man kann sich so schön einkuscheln. Ich habe das Gefühl, ich wäre in unserem Bett. Also es ist wirklich sehr, sehr bequem hier. Heute scheint die Sonne leider nicht. Wir hatten also wirklich Glück gestern. Ich habe mich direkt wieder in wärmere Kleidung geschmissen. Seit unserer letzten Reise haben wir übrigens nicht nur unsere Ausstattung mit einer Powerstation aufgestockt, sondern auch unsere Kleidung hat ein Upgrade bekommen. Wir haben jetzt viel praktischere Boxen, um diese darin zu verstauen. Wie ihr sehen könnt, ist auch ein neues Küchengadget bei uns eingezogen. Wir haben es bei einem anderen Reisecouple auf Instagram entdeckt und da Henry Sandwiches extrem liebt, mussten wir es uns einfach zulegen. Jetzt wollte er es direkt mal testen. So, da sieht es so aus. Und hier. Oh. Bisschen zu viel geworden. Aber es funktioniert scheinbar. Es geht. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Der zweite Versuch hat auf jeden Fall schon besser geklappt. Wir machen jetzt mal die Butter außen dran. Mhm. Mir schmeckt es auch sehr gut. Das freut mich. Aber noch Ketchup dazwischen wäre schon gut. Ja, da muss mehr rein. Auch Tomaten. Das ist die Low-Cup-Version. Low Cup. Wir hatten gerade alles eingepackt und schon fing es an zu regnen. Was für ein Timing. Daher entschlossen wir uns für heute einfach nur nach Hause zu fahren. Dieses Wochenende tat uns wirklich gut und wir konnten extrem viel Energie tanken. Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, einfach mal dem Alltag zu entfliehen.